Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast vom German Testing Board Stefanie Ulrich. Ja, und warum Spezialfolge? Heute ist das Release vom ISTQB Certified Tester Foundation Level Lehrplan 4.0, also einem Update der Basiszertifizierung vom ISTQB. Stefanie war maßgeblich beteiligt an der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche, an den ganzen Reviews, die dann gefolgt sind in den Dachboards Austrian Testing Board, Swiss Testing Board und German Testing Board und hat in den letzten Monaten ganz viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt. Und so zur Feier heute des Release steht sie mir Rede und Antwort. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Stefanie, schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo Richie, ich freue mich hier zu sein. Ja, es ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Also heute ist ja der 14.09. und heute wird ja der Foundation Level in einer neuen Version auf Deutsch veröffentlicht. Das habe ich wurde mir so zugetragen. Ist auch vollkommen richtig. Genau. Und und das müssen wir natürlich auch für diese Spezialfolge haben wir das jetzt mal einfach als Thema auch genommen, das auch mit dem Podcast zu begleiten, diesen Release. Und meine brennendste Frage ist natürlich an dich jetzt, was ist denn da alles neu in diesem neuen Foundation Level oder wie kam es denn überhaupt dazu? Wir haben immer mehr Rückmeldungen bekommen, dass wir nicht mehr State of the Art sind. Dass speziell bezüglich Agilität, obwohl wir 2018 versucht haben, Agilität einzubauen, wir nicht auf dem neuesten Stand der Agilität sind. Wir wären zu theoretisch oder wir betrachten Testen immer noch als Beruf und nicht als Tätigkeit. Also es kam ziemlich viel. Dann haben wir uns auch mal Zahlen angeguckt. ISTQB hat ja mal so eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, okay, wir müssen was tun. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir zwei Welten zusammenbringen. Die Welt des klassischen, traditionellen Wasserfall- und V-Modell und die Welt des Agilen. Also auf der einen Seite ganz viel Dokumentation und Planung und auf der anderen Seite eher Zusammenarbeit, kontinuierliche Arbeit und Kommunikation. Und ich hoffe, es ist uns gelungen. Bis jetzt waren die Kritiken immer positiv. Ja, es ist natürlich auch, das wird ja oft ein bisschen verkannt, man ist ja häufig in seinem Projekt einfach tätig und das arbeitet in seinem ganzen Umfeld vielleicht agil oder eben, sagen wir, traditionell oder nach klassischen Methoden, aber es gibt halt einfach noch beide Welten und das wird vielleicht auch noch auf Dauer sein und das ist ja, finde ich, auch eine schöne Idee, das auch beides zu adressieren, weil damit jeder was nutzen kann. Und manch einer denkt sich, ja, warum, es machen doch eh schon alle agil, aber so ist es ja nicht. Da braucht es ja vielleicht noch hin oder vielleicht wird es auch nie so sein. Naja, vielleicht kann man auch die Stacy-Matrix einsetzen und dann gucken, wie bekannt sind die Anforderungen, wie bekannt ist die Technologie und dann ablesen, welches Modell ist für mich geeignet. Jetzt ist es ja so, dass der Foundation Level, also im ISTQB, ja, der ist, glaube ich, im Mai veröffentlicht worden auf Englisch, wenn ich das richtig... Ende April. Ende April, genau. Wie lange hat denn diese ganze Entwicklung dahin gedauert, bis zu diesem Moment, wo das auf Englisch dann überhaupt kam? Das waren 2 Jahre. Aber hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten. Ja. Und da haben dann quasi alle aus dem ISTQB mitgearbeitet, aus allen Ländern, oder wie hat sich das da zusammengesetzt? Also die Arbeitsgruppe Foundation Level hat sich zusammengetan mit der Arbeitsgruppe Agile Testing. Und das war wirklich ein internationales Team von Kanada bis Korea, über Ägypten, über Sri Lanka und eben Schwerpunkt in Europa. Und wir haben uns angeguckt, was muss denn ein Tester wissen heutzutage? Welche Lernziele haben wir im Agile-Tester? Welche Lernziele haben wir im Foundation-Level? Was nehmen wir daraus? Was muss man wirklich wissen? Und auf welcher Wissensstufe? Muss man es nur kennen? Muss man es verstehen? Muss man es anwenden können? Ja, so fing das an. Ja, das ist ja
es ist ja auch echt viel Arbeit, die da reingeht, ne? Und so Ja. ein Ehrenamt, ich kenne das ja auch aus dem Fernsehen, das ist natürlich auch nicht einfach so, es läuft ja nebenbei zum Job, ne? Und man muss dann auch immer wieder Zeit investieren und sich auch motivieren da rein. Das finde ich ganz toll, dass dann auch so etwas daraus entstehen kann. Jetzt ist ja im April die englischsprachige Version rausgekommen. Heute ist das Release der deutschsprachigen Version. Oder fangen wir so an. Warum eine deutsche Version? Ich meine, kann ja die englische auch nehmen. Wir haben in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele durch Englisch gebremst werden. Dass wir wirklich in Deutschland eine deutschsprachige Version brauchen, um möglichst viele anzusprechen, um die Message rüberzubringen. Was muss ein Anfänger können? Okay, verstehe. Auch das ist ja natürlich ein hehres Ziel und schön und quasi zeichnet, glaube ich, auch den deutschsprachigen Raum aus. Es gibt ja, glaube ich, gar nicht so viele Länder, die das in ihre lokale Sprache übersetzen, oder? Es sind doch einige. Ah ja, das ist ja, also ja, sag mal, wilde Aufgabe, ne? Und wie ist es denn dann zur deutschen Version gekommen? Wie habt ihr denn da gearbeitet oder wir? Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, du warst doch dabei. Ja, also du hast ja das Ganze doch auch federführend begleitet, deswegen. Ja, die deutsche Fassung ist entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Und es war wirklich ein tolles Team. Wir hatten die unterschiedlichsten Backgrounds, Schwerpunkte. Und also es waren Trainer dabei, es waren Berater dabei, es waren Kollegen dabei, die für eine Firma arbeiten, die Software entwickelt. Und ja, wir haben es übersetzen lassen und dann begann wirklich die harte Arbeit. Passt es zum Glossar? Ist das übersetzt worden, rübergekommen, was wir im Englischen ausdrücken wollten? Ja, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil da so eine Transferleistung auch mit drinnen ist, ne, die ins Deutsche ja passieren muss und trotzdem muss es halt natürlich auch von den Begrifflichkeiten und so her dann passen. Ne? Wir haben ja ein Glossar im ISTQB und das ist auch in 20 Sprachen übersetzt worden von Experten, nicht von Ja, Leo oder ja. einem Wörterbuch, sondern wirklich Experten. Aber trotzdem ist es schwierig. Wie viele haben denn an der deutschsprachigen Version so mitgewirkt, so grob? Wie viele Protagonisten haben sich denn da eingebracht? Das waren 10, 15. Ja. Aber Moment, ich spreche jetzt vom Foundation-Level-Lehrplan. Da ist ja noch wesentlich mehr dahinter. Das Glossar musste angepasst werden. Die Musterprüfungen mussten übersetzt werden und wurden angepasst, weil der Stil der Fragen in Deutschland etwas anders ist als der im Ausland. Und wir wollen ja die Musterprüfungen als Unterstützung zur Vorbereitung von der Zertifizierung anbieten. Dann mussten richtige Prüfungsfragen geschrieben werden. Also das war wirklich viel Arbeit, viele Beteiligte. Ja, ja. Wenn du so an die Übersetzungsarbeit denkst oder auch an das Korrigieren, was war denn so in dem ganzen Prozess die größte Herausforderung? Was war die größte Herausforderung? Wir hatten uns diesmal entschieden, mit DeepL die Übersetzung zu machen. Einfach mal eine künstliche Intelligenz zu nutzen. Aber die ist doch noch nicht so weit. Okay, also eher technisches Handicap. Ne? Also ja, und der neue Foundation Level, quasi nach schweißtreibender Arbeit jetzt über den Sommer, jetzt in Deutsch auch fertig und wird veröffentlicht. Du hast ja schon gesagt, war die Idee, da ja beide Welten auch zusammenzubringen, auch da mehr die Tätigkeit zu beschreiben, weniger den Tester als Job. Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Was sind so die Änderungen vom alten Foundation Level zum neuen? Also er ist wirklich vollständig überarbeitet worden. Wir haben ganz viele agile Themen reingebracht. Du hast die Rollen angesprochen. Wir sind weggegangen, zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist Testmanager. Wir sprechen von der Rolle des Testmanagements anstelle des Testmanagers, weil es ist nicht mehr eine Person in den agilen Projekten.
Da hat man ja den Whole Team Approach, den Whole Team Ansatz, der sagt, dass alle für die Qualität verantwortlich sind, dass jeder das tun soll, kann, wofür er kompetent ist. Und damit ist es nicht eine Person oder ganz, ganz selten, wenn ich ein ganz großes, komplexes Projekt habe, dann habe ich noch einen Testmanager. Aber im Normalfall macht das Team die Aufgaben. Und auch nicht der PO, sondern das Team. Ja, und durch die Rollenbeschreibung hat man natürlich auch die Möglichkeit, das quasi entweder aufzuteilen oder halt in einer Person zu sehen. Ne? Also das ist ja dann quasi, Genau. ist beides möglich. Ne? Schön. Was hast du denn noch? Was hat sich denn noch geändert? Wir haben verschiedene Ansätze reingebracht. Test First oder auch Shift Left. Also viel aus der agilen Welt. Wir haben, es ist so viel. Wir haben eigentlich überall versucht, agil reinzubringen, zu benennen. Jetzt ist es ja so, dass es bis jetzt ja in der vorherigen Version von dem Certified Tester war ja das noch getrennt. Es gab diesen Foundation Level und die Extension dazu, den Agile Tester. Was passiert denn mit dieser Extension jetzt? Als wir angefangen hatten, haben wir uns als Ziel gesetzt, sie abzulösen. Aber obwohl wir die Testziele abgedeckt haben, im Großteil, wir haben gesagt, okay, agiles Manifest hat nichts wirklich mit Testen zu tun. Solche Themen lassen wir draußen. Aber es gibt Kollegen im ISTQB, die sagen, wir können es noch nicht ablösen. Es wären noch Themen, die durch einen neu entstehenden Lehrplan abgedeckt werden sollen. Ah ja, okay. Also der wird auch weiterhin noch existieren? Zumindest eine Zeit lang. Okay. Und wenn ich denn jetzt als Tester oder Testerin schon den Foundation Level habe in einer bisherigen Version, ändert sich für mich was? Muss ich die jetzt neu machen, die Zertifizierung? Nein, jedes ISTQB-Zertifikat gilt ohne irgendwelche Ablaufdaten. Aber man zeigt natürlich, dass man mit seinem Wissen auf dem neuesten Stand ist, wenn man sich nochmal zertifizieren lassen würde. Sofern man den Agile Tester nicht gemacht hat, ist das eine Alternative. Denn wenn man eine Zertifizierung nach dem neuen Foundation Level hat, stehen einem alle weiterführenden Lehrpläne offen. Sowohl die Spezialistenlehrpläne als auch die Advanced Level Lehrpläne als auch der Agile-Pfad. Ah ja, okay. Also es ist vielleicht, wenn jemand den Agile-Tester noch nicht hat, durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, den neuen Foundation-Level stattdessen zu machen. Ja. Und auch vielleicht sein Wissen aufzufrischen. Wie sieht's denn da mit den Seminaren oder mit den Ausbildungen aus? Ändert sich da etwas so jetzt von sagen wir, der Mindestlaufzeit, von den Rahmenbedingungen oder von der Prüfung? Also wir haben von Anfang an gesagt, es soll nicht länger als 3 Tage dauern, also nicht länger als der aktuelle Lehrplan benötigt. Und die Seminaranbieter müssen sich alle reakkreditieren lassen, müssen eben sicherstellen, dass die Seminare dem neuen Lehrplan entsprechen. Das heißt, die müssen ja auch in den Prüfungsprozess durchlaufen, damit ihre Unterlagen angepasst sind, damit man das sieht, was die Übungen passen und all diese Dinge. Ja, sehr schön. Ich will noch mal ein bisschen zurückkommen auf auf den ganzen Prozess auch der Entstehung hin. Also was mir ja auch ein bisschen noch hängen geblieben ist, es gab ja doch auch sehr viele Meinungen und sehr viele, sagen wir, Findings aus sowohl beim Englischen als auch beim Deutschen, also sehr viele Ideen, was anders hätte werden können oder noch gemacht werden müsste oder wie auch immer. Wie siehst du denn das? Kommt das von, warum gibt es da so viele unterschiedliche Meinungen dazu? Wo kommt denn das her, dass das so heterogen zum Teil auch ist?
Ich denke, das muss man aus dem Kontext betrachten. Ist derjenige eher in der agilen Welt zu Hause oder ist er in der traditionellen Welt zu Hause? In welcher Branche arbeitet er? Also wir haben wirklich viele widersprüchliche Befunde bekommen, Mhm. sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Mhm. Und da würde mich natürlich noch, oder interessiert mich auch noch, oder vielleicht die Hörer auch, wie wird denn das dann konsolidiert? Also ich stelle mir das immer auch als einen total schwierigen Prozess auch der Mediation vor, ne? Hier diese unterschiedlichen Sichtweisen auszugleichen. Na, wir haben in beiden Fällen Reviews gemacht. Bei der englischen Fassung gab es ein Alpha-Review und ein Beta-Review auf den Lehrplan. Bei der Übersetzung haben wir nur ein Review durchgeführt. Die Befunde werden gesammelt und werden bewertet. Im Englischen hatten wir verschiedene Autoren, die für einzelne Kapitel zuständig waren, und die haben eine Erstsichtung gemacht, haben entschieden, will ich es umsetzen oder ist es nicht sinnvoll, es umzusetzen, oder ist es ein Thema, was wir mal in der Gruppe besprechen müssen, Ah, wenn es okay. eben wirklich auf andere Auswirkungen hatte oder eine schwierige Entscheidung war. Ja, ja, verstehe. Okay. Ähm, ja, also und jetzt ist quasi dieser Prozess mal abgeschlossen und sagen wir, die Version steht jetzt, ne, ist ab heute auch auf Deutsch mit verfügbar. Ähm, wie geht's denn da jetzt weiter? Jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Pause oder wird da schon im Hintergrund weitergearbeitet an einer Verbesserung oder Weiterentwicklung? Kannst du uns da einen Ausblick noch geben? Also wir haben schon einige Change Requests gekriegt. Wir haben einige Befunde bekommen, dass Fehler in der deutschen und in der englischen Fassung wären. Die werden gesammelt. Wir machen genauso, wie wir es den Testern empfehlen, Fehlermanagement. Ja. Und für die englische Fassung wollen wir uns im Dezember oder Januar treffen im internationalen Team und gucken, was ist zusammengekommen. Machen wir kurzfristig ein Update oder wie gehen wir damit um? Verstehe. Also da kommen auch noch einmal dann Verbesserungen, also ein ganz normaler Prozess, das auch weiterzuentwickeln. Aber ich glaube auch, dass vielleicht jetzt, also ich weiß ja, du hast ja sehr hält ja auch auf Stand, ne? Und man kann sich da einbringen. Und wie gesagt, das ist ja auch, und das ist vielleicht auch noch einmal hier hervorzuheben, das ist ja alles ehrenamtliche Arbeit, die hier geleistet wird. Und das verdient natürlich auch die Wertschätzung. Und vielleicht motiviert das ja auch den einen oder anderen, dass man sagen, ach, da würde ich auch mal gerne mein Schäufchen dazu beitragen. Na, dann kann man sich ja auch vertrauensvoll an die deutschsprachigen Boards wenden, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, da auch mit dazu zu stoßen. Ne? Ich glaube, helfende Hände werden immer gebraucht. Ne? Oder wenn jemand in dem Lehrplan einen Fehler entdeckt oder meint, einen Fehler entdeckt zu haben oder was verbessern möchte, soll er sich auch melden. Genau, ja. Ja, super. Da werden wir die Daten natürlich auch in die Shownotes reinpacken. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Stefanie, vielen lieben Dank, dass du heute hier so ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast zu dem neuen CTFL, der heute auf Deutsch hier auch seine Veröffentlichung findet. Ich bin gespannt, wie die Reaktion ist, was so passieren wird, wie sich die Zahlen auch entwickeln. Da werden wir natürlich auch gespannt drauf schauen, auch was an Feedback kommt zu der Übersetzung. Was sagst du denn dazu?
Ich finde, es ist der richtige Schritt. Also ich glaube schon, dass es überfällig war, auch diesen Foundation-Level auch ein bisschen in die neue Welt zu holen und genau diese Dinge auch aufzubrechen, dieses starre Bild und auch beide Welten aber weiterhin bespielen zu können, damit sich jeder auch da mitfindet. Weil ich denke schon, der Foundation-Level ist so die Basis, um mal testen, sprechen zu können, sozusagen, um mal überhaupt in dem Gebiet einfach ein gleiches Wording zu haben, zu verstehen, wie sind so Konzepte der Zusammenarbeit, des Testentwurfs, des Managements und sich daraus dann wie aus einem Buffet rauspicken zu können, was man denn bei sich umsetzen möchte oder wie es weitergehen soll. Und dafür nutze ich ihn auch gerne und sehr intensiv und finde, das ist jetzt auch eine gelungene, gute Version. Natürlich gibt es auch immer ein paar Sachen, wo man sich denkt, ach, das könnte man vielleicht anders machen oder da fehlt noch was oder es könnte ein bisschen anders, aber ich sehe das auch in dem Gesamtbild, das ist ein internationales Werk und wer in internationalen Teams schon mal gearbeitet hat, der weiß ja, das ist herausfordernd. Ja. Genau, ja. Und so gesehen, ich wünsche der 4.0er-Version jetzt auch, dass sie quasi auch den Erfolg bekommt, den sie verdient, meiner Ansicht nach und sich auch weiterentwickelt und vielleicht sich auch an zukünftigen Entwicklungen ein bisschen zügiger orientiert, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich denke, da ist auch jetzt einfach auch mehr Energie drauf. Ja, Stefanie, vielen lieben Dank für deinen Einsatz generell bei dem Lehrplan, dass du heute auch hier bist und mit mir auch diesen Podcast machst zu dem Thema. Und ich wünsche dir sowohl beruflich, persönlich als auch im ISTQB und im GTB ganz viel Spaß und Erfolg noch für die Zukunft. Und danke, dass du hier im Podcast warst. Gerne. Ciao. Tschüss.